Konditionalsätze. Das sind die Nebensätze, die mit wenn, falls und sofern eingeleitet werden. Und in dem Video erkläre ich dir die Unterschiede zwischen den drei Konjunktionen und ich erkläre dir auch eine ganz wichtige Eigenschaft, die es nur bei Konditionalsätzen gibt. Denn ein Konditionalsatz ist ein Nebensatz, aber in einem Konditionalsatz kann das Verb an Position 1 stehen. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier bei Easy Deutsch, deinem Kanal für deutsche Grammatik. Ja, du hast richtig gehört. In Konditionalsätzen kann das Verb auf Position 1 stehen. Aber bevor wir dahin kommen, möchte ich dir erstmal erklären, was eigentlich ein Konditionalsatz ist. Der Name sagt es schon, Kondition, das ist aus dem Lateinischen und ein anderes Wort dafür ist Bedingung. Also es ist immer ein Bedingungssatz und der Nebensatz, der hat die Bedingung und erst wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann kann die Handlung vom Hauptsatz durchgeführt werden. Und wie das genau funktioniert, was der Unterschied zwischen wenn, falls und sofern ist und natürlich auch, wann du das Verb auf Position 1 stellen musst, das erkläre ich dir jetzt mit der Hilfe von meinem E-Book. Hier haben wir als erstes mal ein Beispiel. Ich komme mit, wenn ich bis um 5 meine Hausaufgaben erledigt habe. Also hier haben wir den Hauptsatz, die Handlung, die abhängt von der Bedingung hier. Die Bedingung ist, ich muss meine Hausaufgaben bis um 5 erledigt haben. Nur dann wird das hier passieren, nämlich dass ich mitkomme in den Park zum Beispiel. Hier schauen wir uns das Ganze nochmal an einem zweiten Beispiel an. Wenn das Wetter schön ist, gehe ich morgen spazieren. Bedeutet also, die Bedingung kann auch davon stehen. Und die Bedingung ist immer im Nebensatz, also in dem Konditionalsatz, in dem Bedingungssatz. Dort steht die Bedingung drin und die Handlung des Hauptsatzes wird nur geschehen, wenn diese Bedingung hier erfüllt ist, nämlich wenn das Wetter schön ist. Nur dann gehe ich morgen spazieren. Wenn das Wetter schlecht ist, wenn es regnet, werde ich morgen nicht spazieren gehen. Und das drücken Konditionalsätze aus. Du hast aber neben dem wenn auch noch weitere Möglichkeiten bei der Konjunktion. Denn Konditionalsätze können auch mit falls oder sofern anfangen. Und der Unterschied hier liegt einzig und allein in der Wahrscheinlichkeit. Bei falls und sofern ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Bedingung erfüllt wird, eher gering. Dementsprechend, falls oder sofern ich keine Zeit habe, gebe ich dir Bescheid. Das bedeutet, wahrscheinlich habe ich Zeit. Hier der Unterschied zwischen falls und sofern. In der Bedeutung gibt es keinen, aber sofern kannst du nur in Kombination mit einer Verneinung, also hier dem kein, benutzen. Falls geht immer. Also wenn du es einfach halten möchtest, benutze selber immer falls und verstehe, dass sofern ansonsten genau das Gleiche bedeutet. Und hier nochmal der Unterschied, wenn ich keine Zeit habe, gebe ich dir Bescheid, das ist neutral. Also da ist noch keine Wertung drin. Das bedeutet, Chancen stehen vielleicht 50-50, ob ich Zeit habe oder eben nicht. Und bei den zwei hier habe ich schon sehr wahrscheinlich Zeit, wenn ich falls oder sofern benutze. Und was passiert, wenn du das Ganze in der Vergangenheit benutzt? Denn du kannst diese Konditionalsätze auch in der Vergangenheit benutzen. Allerdings ist es dann schon unmöglich, die Bedingung noch zu erfüllen. Deswegen musst du da immer den Konjunktiv 2 benutzen, mit dem man ja irreale Dinge ausdrückt. Denn wenn etwas schon passiert ist, kannst du die Vergangenheit nicht mehr ändern und dementsprechend wird das hier immer so eine Art als Wunsch oder irreale Bedingung benutzt. Wenn ich mehr gelernt hätte, hätte ich die Prüfung bestanden. Das hier ist zweimal Konjunktiv 2, denn es ist beides irreal.
du hast leider nicht mehr gelernt und deswegen hast du die Prüfung nicht bestanden. Deswegen, das hier ist ein Wunsch oder etwas nicht Reales. Deswegen, du kannst diese Sätze, die Konditionalsätze in der Vergangenheit benutzen, aber musst das Ganze dann immer in Kombination mit dem Konjunktiv 2 machen, weil es irreal ist und du es nicht mehr ändern kannst. Zur Wortstellung, das ist die reguläre Wortstellung von Hauptsätzen und Nebensätzen, also wenn der Hauptsatz vor dem Nebensatz steht, ich helfe dir, Komma, Konjunktion, wenn du für mich das Geschirr abwäscht, also das Verb steht am Ende. Aber sehr häufig steht hier auch der Nebensatz vor dem Hauptsatz, weil die Bedingung in der Regel die wichtigste Information im Satz ist. Wenn du für mich das Geschirr abwäschst, helfe ich dir. Hier, wie in meinem Video zu was steht auf Position 1 auch erklärt, hier der komplette Nebensatz ist Position 1, deswegen steht das Helfen hier direkt hinter dem Komma. Worauf du hier noch ein bisschen achten musst, ist, dass man in der Umgangssprache oder in der gesprochenen Sprache dieses Wenn auch weglassen kann. Also du kannst dieses Wenn weglassen und es ist trotzdem ein Konditionalsatz. Aber dann passiert etwas Außergewöhnliches, nämlich das Verb geht an die erste Stelle. Bedeutet, wenn du zu spät kommst, gibt es Ärger. Das ist die reguläre Variante. Aber du kannst auch sagen, kommst du zu spät, gibt es Ärger. Wenn du mich anlügst, bekommst du eine Woche Hausarrest. Lügst du mich an, bekommst du eine Woche Hausarrest. Was ist der Unterschied hier? Ganz einfach, wenn du wenn weglässt, klingt es eher wie eine Warnung und weniger wie eine Bedingung. Also in der Variante ohne das wenn, dann ist es eine Warnung und mit dem wenn ist es eine Bedingung. Also wenn du fordernd bestimmend klingen möchtest, dann ist diese Variante hier, die du wählen solltest. Aber es ist in der Regel grob unhöflich, das so zu tun, weil es wie der Imperativ wirkt. Also es ist wirklich sehr, sehr fordernd. Zum Beispiel mit seinen Kindern macht man das, wenn man wütend ist oder wenn sie irgendetwas angestellt haben oder vielleicht das letzte Mal gelogen haben oder du denkst, dass sie lügen, beziehungsweise hier, sie kamen immer zu spät von der Party oder wo auch immer her und du möchtest es nochmal ganz ausdrücklich sagen, das ist das letzte Mal. Wenn du heute wieder zu spät kommst, dann bekommst du Ärger. Das ist dann das, wie es definitiv fordernder rüberkommt. So, bevor wir Schluss machen, möchte ich nochmal ganz besonders darauf hinweisen, wenn du das Verb an Position 1 stellst und das wenn weglässt, dann klingt das immer sehr fordernd, schon fast bedrohend. Deswegen, das ist auf gar keinen Fall freundlich. Wenn du freundlich sein möchtest, mach das auf gar keinen Fall. Denn das wird wirklich als sehr, sehr unfreundlich und drohend wahrgenommen. Und falls du dazu aber noch Fragen hast, schreib wie immer einfach hier einen Kommentar unter dieses Video. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns morgen wiedersehen zum nächsten Teil meiner Folge zu den Nebensätzen. Und dann geht es um die sogenannten Finalsätze. Das sind die Sätze, die mit damit oder zu eingeleitet werden.